Moin! Ich wollte mal einmal kurz heute Abend noch 2 Folien präsentieren und wir gehen mal von meinem CO2-neutralen Hof. Hinten seht ihr die PV-Anlagen, hier oben auch nochmal auf dem ganzen Dach PV-Anlagen drauf. Und hier vorne ist nämlich unser ganzes Material, das sind alles Heckenrückschnitte, mit der wir den gesamten Hof befeuern und 5 fossile Heizungen abgeklemmt haben. So, und heute, wer es nicht gesehen hat, schaut euch mal bitte die Sendung an von Markus Lanz, vorgestern Abend, wie Kevin allein zu Hause Kühnert zusammen mit Luise Neubauer sich da gegenseitig gezofft haben über Dinge, es ging natürlich hauptsächlich um Klimaschutz und Umweltschutz, das ist einfach Slapstick pur. Und das beschreibt die Lage, in der dieses Land gerade ist. Und die Ausgangslage, die kennen wir jetzt ja inzwischen alle. Ja? Wir haben einen gestiegenen CO2-Ausstoß weltweit und diese rote Linie hier unten, das ist Alemannia, Deutschland. Die sinkt sogar gerade, aber sei es drum. Selbst wenn diese nicht weg wäre, oder selbst wenn die weg wäre, dann wäre es doch vollkommen egal. Es ist vollkommen irrelevant. Und jetzt hören wir aber, wenn diese Linie da nicht wegkommt, dann haben wir in 80 Jahren eine 7 Meter Flutwelle. Und dann hast du gestandene Politiker, die dann da noch nicht mehr widersprechen. Und das ist das, was mir Angst macht in diesem Land aktuell. Und was mir auch Angst macht, ist, dass wir extrem steigende Preise haben für Strom und für Gas. Und wir sind kurz vorm Winter. Und anscheinend ist es vollkommen egal, weil, was machen wir? Wir machen einfach so weiter wie bisher. Wir schalten jetzt, stand heute im Cicero, da lachen sich ja auch wirklich alle anderen auf der Welt drüber kaputt. Wir schalten jetzt nochmal 6 nachhaltige, funktionierende, sichere Atomkraftwerke ab, die uns noch einmal wenigstens sicher über den Winter bringen würden. Ist doch vollkommen egal. Ich hoffe ja, ich bin jetzt echt gemein, ich hoffe, dass wir Samstag nochmal einen schönen Blackout kriegen vor der Wahl. Dass auch wirklich alle aufwachen und dann mal wirklich auch mal sagen, was machen wir eigentlich für einen Quatsch hier? Und der Hammer ist, wisst ihr, was Null Emission heißt? Im Wald ist auch der Hammer. Südlich von Hannover wohnt ein Freund von mir, der hat da einen kleinen Wald und die Grünen haben da im Stadtrat eingebracht, dass alle Wälder in Hannover in Zukunft eine Null-Emission, Nullnutzung bekommen sollen. Das heißt also, wir können diesen nachwachsenden Rohstoff für den Bau nicht mehr verwenden. Wir sollen ja bauen, bauen, bauen. Das soll der Notstand. Das sagt ja wirklich jeder Politiker aktuell. Wir sollen bauen ohne Ende und wir bauen ja mit Beton und Zement. Das sagt er selbst hier heute schon. Nachweislich mindestens 33% CO2-Ausstoß in diesem Land. Fuck you, ist doch scheißegal. Bauen, bauen, bauen. Und das geht mir einfach nicht, das komme ich gar nicht drüber weg. Und das nächste, was hier aus dieser Richtung kommt, ist ja enteignen, wir müssen enteignen. Oder Vermögensteuer. Ja, macht doch mal eine Vermögensteuer bei Amazon, Apple und keine Ahnung wem. Könnt ihr gar nicht. Weil diese Reichen, die wirklich super Reichen, ja, ist wie ein scheues Reh auf der Lichtung. Da musst du nur einmal Pieps machen, dann sind die nämlich weg. Und dann sind die woanders. Aber wo wird's fällig? Beim Mittelstand und bei uns Landwirten auf jeden Fall. 1% Vermögensteuer hätte Auswirkungen von über 50% auf das Einkommen. Und das nächste, ich habe euch ja erzählt von Farm to Fork und Green Deal, ne? Die Folie habe ich selber erst diese Woche gesehen. Was da noch auf die Landwirtschaft zukommt, ist unfassbar. Mit Pflanzenschutzmittelzulassung, Ackerbaustrategie, Aktionsprogramm Insektenschutz, Düngeverordnung, Baugesetzbuch, Tierluft, Tierschutzgesetz, NEC-Richtlinien, Borchardt-Plan, Tierwohl, also es ist so geil. Und dann wird's hier gar nichts mehr geben, ja. Und dann, ja, ich meine, anscheinend alle wollen ja auch. Greta Thunberg war ja heute in Berlin. Und Greta hat ja gesagt, dass wir der größte Schurkenstaat sind in Deutschland. Also hättest du mal in Peking sagen müssen, die hätten wir nie wieder gesehen. Oder in Washington oder so. Die hätten auch gesagt, Moment mal, du kommst hier nie wieder rein. Und mir geht's ja nur darum, Leute. Ich finde, ich habe selbst Kinder. Ich hab's euch gesagt, ich lebe nachhaltig. Ich finde, wir müssen uns wirklich um das Klima kümmern. Wir müssen uns vor allem die Weltmeere kümmern. Du kannst ja keinen Fisch mehr essen, ohne Plastik nachzuweisen. Das ist alles im Kreislauf, eine Katastrophe. Aber wenn es uns nicht mehr gibt als Landwirt in Europa, dann kommt es von irgendwo anders her. Und warum regt sich keiner über diesen mega CO2-Fußabdruck auf? Und diese Richtlinie, die wir haben, die gibt's doch da gar nicht. In Südamerika oder in Indonesien. Das interessiert doch keine Sau da. Da gibt's keinen Mindestlohn, keinen sozialen Standard, Umweltstandards. Ich verstehe es nicht. Geht Sonntag zur Wahl. Es ist wichtig, dass wir alle zur Wahl gehen. Wählt, wen ihr wollt. Und wir sprechen uns dann irgendwann mal wieder. Vielleicht. Aber Stream, ich soll doch nicht so viel streamen. Ist ja auch so. Den muss ja loswerden. Ich habe heute gelesen, dass eine Google-Suche jeden Monat, also die Google-Suchen jeden Monat,
Die verbrauchen so viel Strom, dass du 3 Stunden damit eine 60 Watt Glühbirne befeuern kannst. Nur eine Google-Suche. Da ist nichts hochgeladen, runtergeladen, nichts gestreamt, kein TikTok, kein Facebook, kein, was gibt's noch alles für ein Dreck? Ich weiß es nicht. Es ist nicht normal. Wir haben eine Generation, die auf die Straße geht, was ich gut finde, der es noch nie so gut ging, die noch nie so satt war. Und lebt es erstmal vor. Lebt es wirklich vor.